Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comic. Vor 2 Monaten habe ich diesen Wasserschacht in meinem Keller gebaut, um das eindringende Wasser darin zu sammeln. Eine Tauchpumpe mit integriertem Schwimmschalter sollte das Wasser dann über einen Schlauch nach draußen pumpen. Nun habe ich bemerkt, dass die Pumpe sich nicht mehr automatisch abschaltet. Weiterhin klappert die Pumpe und macht Geräusche, als ob sie bald explodiert. Offensichtlich habe ich bei der Anlage des Pumpensumpfs einen großen Fehler gemacht. Wenn ihr wissen wollt, was da schiefgelaufen ist und wie ich das Ganze wieder in Ordnung bringe, dann bleibt dran. Gleich geht's los. Wir befinden uns hier in einem Keller unter dem Keller, in einem Haus, welches 1900 erbaut wurde. Die Außenwände wurden trockengelegt. Dennoch war dieser Keller immer feucht, da das Wasser nach starken Regenfällen von unten eindrang. Um dieses Wasser zu sammeln, habe ich vor einem Monat in der Ecke des Kellers einen Pumpensumpf gebaut. Das Wasser kann sich in dem Drainagerohr sammeln und wird mit einer Pumpe automatisch abgepumpt. Aktuell leite ich das Wasser über einen 3/4 Zoll Gartenschlauch nach draußen. Oben rechts findet ihr den Link zum Video. Oder schaut einfach unter dem Video in die Infobox. Dort verlinke ich euch neben den passenden Produktlinks auch die Playliste zu meinem Projekt. Die letzten Tage gab es sehr ergiebige und langanhaltende Schnee- und Regenfälle. Das Wasser drückt also wieder von unten in den Keller. Heute Morgen ist mir aufgefallen, dass sich die Pumpe nicht mehr abschaltet, nachdem sie das Wasser aus dem Schacht gepumpt hat. Auch scheppert die Pumpe sehr laut. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Ich habe die Pumpe aus dem Sumpf geholt und auf meiner Werkbank auseinandergebaut. Dort hat sich dann das Problem gezeigt. Obwohl ich die Pumpe im Schacht auf einen Ziegelstein gestellt habe, hat sie kleine Steinchen vom Untergrund angesaugt. Diese Steinchen haben sich in der Pumpe verfangen und dort einigen Schaden angerichtet. Die Pumpe saugt das Wasser von unten über diesen Bereich an. Die kleinen Steinchen haben sich dann unter dem Flügelrad an den Seiten festgesetzt. Das Flügelrad an der Pumpe wurde abgeschabt. Auch einige Ecken sind abgebrochen. Hier am Gehäuse war der Druck dann so groß, dass Teile von der Plastikummantelung abgebrochen sind. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich habe die Ansaugleistung der Pumpe einfach unterschätzt. Obwohl die Pumpe 10 cm über dem Boden stand, war der Sog so stark, dass es die kleinen Steinchen angesaugt hat. Wenn ihr dieses Projekt nachbauen wollt, denkt unbedingt daran, einen Filter zwischen Pumpe und Boden einzubauen. Oder stellt die Pumpe mehr als 10 cm über den Boden. Ich habe versucht, meine Pumpe zu reparieren. Hierzu habe ich die abgebrochenen Teile mit Klebeband befestigt. Hinter das Klebeband habe ich einen speziellen Klebstoff eingefüllt. Dieser härtet vollständig aus und ist wasserfest. Das Loch in der Ummantelung habe ich auf die gleiche Weise abgedichtet. Ich werde die Pumpe nun wieder zusammenbauen. Bevor ich die Pumpe wieder an den Schacht setze, werde ich ein zweites Problem lösen, welches mir durch diesen Zwischenfall bewusst geworden ist. Ich hatte mich für dieses Pumpenmodell entschieden, da dieses das Wasser problemlos die 5 bis 6 Meter nach oben pumpen kann. Leider hat diese Pumpe kein Rückschlagventil. Sobald sich die Pumpe abschaltet, fließt das Wasser aus dem Schlauch zurück in den Schacht. Ich bin ursprünglich davon ausgegangen, dass nur das Wasser aus der Steigleitung zurückfließen würde und der Rest dann nach draußen abfließen würde. Leider ist dem nicht so. Die Pumpe liegt deutlich unter der Oberfläche. Sobald der Druck nachlässt, läuft das gesamte Wasser wegen dem Unterdruck aus dem Schlauch zurück nach unten in den Schacht. Das sind dann 25 Meter statt der kalkulierten 5 Meter. Ich werde daher die Gelegenheit nutzen, ein Rückschlagventil einzubauen. Ich habe mich für dieses kleine Rückschlagventil entschieden. Das Ventil hat auf beiden Seiten 3/4 Zoll Innengewinde und besteht aus Messing. Der Teller und die Feder im Inneren bestehen aus Edelstahl. Die Dichtung ist aus NBR. Das ist ein synthetischer Kautschuk mit chemischer Beständigkeit und hoher Abriebsfestigkeit. Dieses Ventil sollte also lange halten.
Um den Adapter für den Gartenschlauch anschrauben zu können, benötige ich weiterhin einen Doppelnippel mit 3/4 Zoll Außengewinde auf beiden Seiten. Die passenden Produktlinks findet ihr unter dem Video in der Infobox. Nachdem ich die Pumpe nun wieder zusammengebaut habe, kommt das gute Stück wieder in den Schacht. Die Pumpe läuft nun seit einer Woche problemlos. Ich habe einen zweiten Ziegelstein untergebaut. Durch die Erhöhung werden keine weiteren Steinchen angesaugt. Allerdings bleibt der Restwasserstand nun etwas höher. Das ist noch keine perfekte Lösung. Da muss ich mir noch etwas Besseres überlegen. Aber vielleicht habt ihr einen guten Tipp für mich? Schreibt mir in die Kommentare und gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Ich freue mich schon auf die neue Gartensaison. Dieses Jahr wird unser Pool komplett umgebaut. Die Gartenküche soll Form annehmen und die WBC-Terrasse bekommt eine neue Unterkonstruktion. Vor allem aber freue ich mich auf den Ausbau meiner Bewässerungsanlage. Wenn ihr all das nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt am besten meinen Kanal. Bis bald!